Ich habe mir einmal den neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD angeschaut, im Hinblick auf die Dinge, die uns auf diesem Kanal hier wichtig sind, wie zum Beispiel Steuern, Unternehmertum, persönliche Freiheit, Schutz des Eigentums, Vermögensschutz etc. pp. Und zu welchem Ergebnis ich gekommen bin, genau darum geht es in diesem Video. Zunächst mal, ich teile einen Link zu dem Koalitionsvertrag hier in der Beschreibung dieses Videos. Da scheint es irgendwie mehrere Versionen zu geben, die dort kursieren. Ich nehme an, dass es sich um Entwürfe handelt und das nicht so genau versioniert worden ist. Also die Version, auf die ich mich beziehe, scheint offensichtlich die endgültige zu sein. Und ich packe den Link dazu in die Beschreibung dieses Videos hier mit hinein. Noch eine kurze andere Anmerkung hier in eigener Sache. Natürlich geht es grundsätzlich auch in diesem Video wieder um die Frage, welche Zukunft du in Deutschland hast und um die Frage, ob du in Deutschland bleiben solltest oder ob es Sinn macht, sich jetzt einen Plan B im Ausland aufzubauen oder gleich auszuwandern. Wenn das Themen sind, die für dich interessant sind, dann würde ich dir raten, dir einmal unsere Events und Veranstaltungen anzuschauen. Alle Details auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Wir organisieren regelmäßig interessante Seminare, aber auch Investoren- und Erlebnisreisen. Erst letzte Woche waren wir zum Beispiel in Dubai mit einer Gruppe von 30 Personen. Eine ganz tolle Reise, muss ich sagen, tolle Atmosphäre. Wir haben viel gemeinsam erlebt. Im Mai jetzt ist unser Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar in Zürich. Und wie gesagt, dann haben wir natürlich auch noch andere Sachen. Also schau es dir einmal an. Wenn diese Themen für dich wichtig sind, dann sind das sicherlich Orte der Begegnung, wo du nicht nur Daniel und mich treffen kannst, sondern auch viele andere, die letztlich gleichgesinnt sind, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Also ein hervorragender Ort, um nicht nur etwas zu lernen, sondern eben auch, um hier sehr interessante Kontakte knüpfen zu können. Wenn es dir also nach diesem Video nicht mehr danach ist, noch länger in Deutschland zu bleiben, dann weißt du, was du unternehmen musst. Fangen wir mal mit dem Thema Steuern an. Also es wird zunächst mal auffallen, dass viele der Drohungen hier, sage ich mal, die die SPD angesprochen hat, da gab es ja alles Mögliche, Vermögensteuern, Steuern auf Krypto, Abschaffung der Spekulationsfrist für Immobilien, Erhöhung der Kapitalertragssteuer auf 30%, Erhöhung der Spitzensteuersätze etc. pp. Von dem ist alledem im Koalitionspapier nichts mehr zu finden. Letzte Woche in Dubai war einer der Top-Steuerberater aus Deutschland mit uns unterwegs. Jemand, der auch regelmäßig hier mit der Bundesregierung zusammenarbeitet. Und wir haben dazu mal kurz hier diskutiert, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Steuerideen, die hier von der SPD geäußert wurden, jetzt komplett unter den Tisch gefallen sind. Und wir sind beide der gleichen Meinung, diese sind wahrscheinlich nicht in dem Koalitionsvertrag drin, weil man hier nicht weiter schlafende Hunde wecken will. Man will das Ganze erstmal ruhen lassen und hier niemanden aufscheuchen. Aber wie gesagt, ein Koalitionsvertrag ist ja nicht verbindlich. Man hat das ja schon in den Aussagen gehört, die kurz nach der Unterschrift unter diesem Vertrag hier dann öffentlich gemacht wurden. Das heißt also, ich denke, diese Steuererhöhungen sind noch nicht vom Tisch. Da wird uns noch einiges blühen. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, dass von all diesen Maßnahmen praktisch nichts übrig geblieben ist. Der Koalitionsvertrag nennt praktisch keine einzige der von der SPD geforderten Maßnahmen, außer der Finanztransaktionssteuer. Und das in Zeile 1495. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, hier habe ich das Papier. Wie gesagt, das ist alles hier durchnummeriert. Jetzt gehen wir mal auf Zeile 1495. Finanztransaktionssteuer. Wir unterstützen eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene. Natürlich sind da auch noch andere steuerliche Themen drin, das ist ja ganz klar. Also wir haben ja schon gehört, in der Gastronomie wird weniger Umsatzsteuer fällig. Dann wird die Agrardieselrückvergütung wieder eingeführt etc. pp. Also da gibt es schon einige Sachen. Überstunden sollen steuerfrei sein in manchen Situationen und so weiter und so fort. Auch soll es ja neue Minimalwerte geben für die Gewerbesteuerhebelsätze. Das heißt, für die ganz günstigen Gemeinden werden wohl nicht mehr mit der niedrigen Gewerbesteuer wegkommen. Die Körperschaftssteuer soll auch reduziert werden schrittweise. Also das sind alles kleine Maßnahmen, zum Teil ganz gut, zum Teil nicht so gut. Aber eben hier die großen Reißer, die großen Hämmer sind wohl nicht drin. Ich denke, das wird später noch
kommen. Dafür hat es der nächste Punkt umso mehr in sich. Man redet ja oft, gerade im Englischen, von der Digital Public Infrastructure. Also da geht es um Dinge wie digitale Währung, digitale ID und dann Informationsaustausch. Und hier ist ab Zeile 1798 so einiges zu finden im neuen Koalitionsvertrag. Also jeder Bürger, jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto, wo dann hier alle Informationen, die letztlich beim Staat gespeichert werden, abrufbar wohl vorhanden sein werden und zusammengefasst sein werden. Dann wird ein Wallet hier bereitgestellt für alle Bürger. Und wer den digitalen Weg nicht gehen will, ja, erhält Hilfe vor Ort. Also da wird dir dann geholfen, wenn du dich nicht darauf einlassen willst. Du hast also gar keine andere Wahl. Auf Zeile 1576 geht es dann auch um das Thema Geld und hier wird ganz klar, dass die neue Koalition die Einführung des digitalen Euro unterstützt. Und Groß- und Einzelhandel müssen hier auch die neuen Zahlungsmethoden anbieten, aber Bargeld zumindest soll nicht abgeschafft werden, sondern wird weiter unterstützt. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass diese Digital Public Infrastructure ein Risiko für die Freiheit des Bürgers bedeutet, weil wie gesagt ja hier alle wichtigen Daten zusammengefasst werden. Und wir sehen nachher nochmal andere Aspekte, wo das dann besonders kritisch wird. Also wie gesagt, die Pfeiler sind im Grunde digitale ID, das heißt digitaler Personalausweis und dann die digitale Währung und dann natürlich Informationsaustausch. Das gibt dann dem Staat natürlich eine sehr große Machtfülle. Wir haben es ja schon in anderen Ländern gesehen. Gerade in Entwicklungsländern werden solche Vorhaben ja gerade getestet. Man denke an Nigeria oder auch Indien, wo dann übrigens gleich auch hier die Steuererklärungen mit in dem Digital Wallet sozusagen mit enthalten sind. Und wir haben ja schon vielfach hier angesprochen, wo diese zentrale Datenhaltung und gerade natürlich dann im Zusammenhang mit dem digitalen Euro das Geld genutzt werden kann, um das Verhalten der Bürger zu beeinflussen oder gar einzuschränken. Daran anschließend tut sich natürlich dann gleich die Datenvorratsspeicherung. Hier geht es dann ab Zeile 2630 im Koalitionsvertrag zur Sache. Wer glaubt, dass hier die Überwachung nicht ein zentrales Anliegen dieser Regierungskoalition ist, der muss sich täuschen. Wir führen eine verhältnismäßige und europa- und verfassungsrechtskonforme 3-monatige Speicherpflicht für IP-Adressen und Portnummern ein, um diese einem Anschlussinhaber zuordnen zu können. Für bestimmte Zwecke sollen unsere Sicherheitsbehörden unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben und digitaler Souveränität die automatisierte Datenrecherche und Analyse sowie den nachträglichen biometrischen Abgleich mit öffentlichen zugänglichen Internetdaten auch mittels künstlicher Intelligenz vornehmen können. Wir erlauben zu Strafverfolgungszwecken den Einsatz von automatisierten Kennzeichen-Lesesystemen im Aufzeichnungsmodus. Also, das heißt, zunächst mal natürlich ein ganz wichtiges Ziel hier, ganz viele Daten zu sammeln, was natürlich mit digitaler Währung, mit digitaler ID perfekt möglich ist, so dann im Grunde genommen das Verhalten der Bürger genau zu tracken, inklusive Bewegungsprofile, was haben sie eingekauft, wie haben sie ihr Geld ausgegeben und darüber dann hier KI-gestützte Prozesse laufen zu lassen, was man dann natürlich hervorragend dazu verwenden kann, um den Bürger zu belauschen, beziehungsweise hier dann Einsicht im Grunde genommen in das Privatleben der Bürger zu erhalten, die der Staat als solche gar nicht hätte. Natürlich immer unter dem Vorwand der Sicherheit, der Kriminalitätsbekämpfung, der Terrorbekämpfung, der Geldwäschereibekämpfung und so weiter und so fort. Und hier sehe ich auch das Problem in diesem Koalitionsvertrag. Die einzelnen Punkte sind im Grunde an sich genommen vielleicht relativ unschuldig und nüchtern, wie sie so beschrieben werden. Aber es ist eben die Verknüpfung, die Vernetzung dieser verschiedenen Beschlüsse und Aspekte, die man dort vorfindet, die einen dann schon definitiv zum Nachdenken bringen können. Ich sage es mal so. Das Ganze geht ja dann noch weiter. Andere EU-Politiker fordern ja andere Sachen. So hat zum Beispiel der spanische Ministerpräsident vor einigen Monaten auf dem WEF in Davos gefordert, dass dann die Nutzung von sozialen Medien, also Lesen und Kommentieren, nur noch hier mit digitaler ID notwendig ist. Das heißt, man loggt sich da im Grunde mit einem User-Account ein, der an die digitale ID verknüpft worden ist, sodass der Staat dann genau sieht, welche Videos man sich wie lange anschaut, welche Kommentare man schreibt, welche Kommentare man liest, dass hier also wiederum eine gigantische Datensammlung erfolgt, die zur Überwachung der Bürger genutzt werden kann und hier dem Staat eine unendliche Machtfülle letztlich gibt,
was diese Informationen betrifft. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen habe. Unter einem anderen Video sagte ich dann, dass ich im Grunde genommen erleichtert bin, dass es schon so lange her ist, denn über mich hat der deutsche Staat hoffentlich nur eine sehr dünne Informationsmappe, eine sehr dünne Akte. Weil ich bin ehrlich gesagt nicht so oft in Deutschland, vielleicht 2, 3 Mal, um Familie zu besuchen. Ich habe auch keine Assets mehr in Deutschland, keine deutschen Konten etc. pp. Das ist ein wichtiger Aspekt der Auswanderung, zu verhindern, dass der Staat Daten über dich sammelt, diese Daten dann zusammensetzt zu Profilen und daraus dann per KI Schlüsse über dich ziehen lässt oder hier Auswertungen über deine Daten machen lässt, die dann in irgendeiner Weise zu deinem Nachteil sein können. Sei es, dass sich daraus Steuern ergeben können, weil der Staat zum Beispiel zu dem Schluss kommt, dass du ihm aus bestimmten Gründen noch Steuern schuldest, oder er zu Sachverhalten etwas erfährt, die den Staat eigentlich nichts angehen. Und im Grunde genommen sehen wir ja genau das hier in diesem Koalitionsvertrag bestätigt. Hier ist im Grunde genommen die Intention, immer noch mehr Daten zu speichern, immer mehr Daten dann zusammenzuführen in zentralen Datenbanken und Portalen, diese dann auszulesen, um mir dann entsprechend diese Daten und Informationen nach Wunsch und Wille des Staates dann auswerten zu können. Ganz sicherlich nicht zu deinem Vorteil. Davon kannst du ausgehen. Es wird ja so viel in der EU diskutiert. Wir haben immer wieder mal gehört, es soll ein Vermögensregister kommen. Es kommt ja demnächst dann auch das zentrale Bankkontenregister. Also Daten, 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 immer mehr Daten. Und auch die neue Regierung unterstützt diese Datenhaltung. Das heißt also, hier musst du dir wirklich überlegen, wie du dich in Zukunft aufstellen willst. Und so hat man dann hier im Koalitionsvertrag auch einen ganzen Abschnitt dem Umgang mit Desinformationen gewidmet. Auf Zeile 3926 geht es los. Gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. So, zunächst ist nun mal die Frage, was sind eigentlich Fake News? Was sind eigentlich Desinformationen und wer entscheidet das? Wir können uns alle erinnern, dass zu Zeiten der Pandemie es ja eine Desinformation war, zu behaupten, dass hier der Virus in einem Labor in China entstanden ist. Mittlerweile ist das die allgemeingültige Ansicht auch vieler staatlicher Behörden. Ein gutes Beispiel also dafür, wie sich etwas von Desinformation dann wandelt in die mehr oder weniger offizielle Meinung. Wir werden durchsetzen, dass Online-Plattformen ihre Pflichten hinsichtlich Transparenz und Mitwirkung gegenüber der Aufsicht nachkommen, sowie eine verschärfte Haftung für Inhalte prüfen. Der Digital Services Act muss stringent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Systemisches Versagen muss in einem abgestimmten Verfahren mit der EU-Kommission Konsequenzen haben. Also hier ja ganz deutliche Drohgebärden. Man droht mit Konsequenzen, wenn sich hier jemand dagegen stellt, gegen die offizielle Meinung der Regierung. Und wie wir ja vielfach gesehen haben, ist ja dann nicht nur relevant eigentlich, wer solchen sogenannten Fake-Content verbreitet, sogenannte Fake News. Das sind ja dann Content Creators, YouTubers und so weiter und so fort, sondern betroffen sind da möglicherweise ja auch jene, die einen solchen Beitrag liken oder einen positiven Kommentar hinterlassen. Denk dran, was ich vorhin gesagt habe. Das würde ja dann immer erfolgen hier unter Verwendung deiner digitalen ID. Das heißt, jeder weiß, wer hier etwas geliked hat und sonst irgendwas. Ja. Also du siehst, was ich meine. Du kannst dir vorstellen, was hier eigentlich für ein Überwachungsapparat gebaut wird. Wenn man mal die verschiedenen einzelnen Elemente, die hier in diesem Koalitionsvertrag genannt sind, so zusammensetzt und zu einem Bild zusammenfügt. So, zu guter Letzt hier noch ein anderer Punkt und das ist im Grunde genommen die Vermögenseinziehung oder auch Enteignung. Da hat der Koalitionsvertrag gleich 2 Abschnitte, nämlich zum einen mal hier bei Zeile 2875 die strafrechtliche Vermögensabschöpfung. Das ist etwas, was es jetzt schon gibt. Also hier geht es natürlich um die Tatsache, dass sich Straftaten nicht lohnen sollen und um die Frage, wie hier mit Vermögen, mit Geld, mit Gegenständen, mit Wertgegenständen umgegangen wird, die hier aus Straftaten stammen. Da gab es ja in den letzten Jahren auch einige Neuerungen. Hier geht es auch um Dinge wie zum Beispiel die Beweislast oder wie auch um Detailfragen, wie solche Maßnahmen hier genau verwendet werden können. Also zum Beispiel
Es gibt einen Hausdurchsuchungsbefehl, weil jemand angeblich Handys gestohlen hat, und in der Wohnung findet man dann auch noch 20 verpackte Fahrräder. Kann aber nicht genau nachweisen, dass diese Fahrräder tatsächlich gestohlen worden sind, aber sie werden dann eben vom Gericht dennoch hier eingezogen und entsprechend dann verwertet, weil man davon ausgehen kann, dass es sich eben um gestohlene Fahrräder handelt. So, das ist die eine Sache. Also wie gesagt, hier im strafrechtlichen Bereich gibt es ja diese Vermögenseinziehung bereits. Um was es jetzt hier neu geht in diesem Vertrag und was laut diesem Koalitionsvertrag eingeführt werden soll, ist eben die Vermögenseinziehung außerhalb des Strafrechts. Und dazu finden wir mehr auf Zeile 1543. So, auf Zeile 1548 heißt es, wir wollen insbesondere Austausch und Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der Geldwäsche sowie mit nationalen und internationalen Organisationen der EU und der Europäischen Aufsichtsbehörde AMLA verbessern, dieser neuen Behörde hier in Frankfurt. Wir werden ein administratives, verfassungskonformes Vermögensermittlungsverfahren schaffen mit dem Ziel, verdächtige Vermögensgegenstände von erheblichem Wert sicherzustellen, bei denen Zweifel an einem legalen Erwerb nicht ausgeräumt werden können. Suspicious Wealth Order. Solche Regelungen gibt es bereits in verschiedenen Ländern. Ganz klar, die USA sind hier relativ bekannt und auch für den Missbrauch relativ bekannt, muss man sagen. Auch im UK gibt es eine entsprechende Gesetzgebung. Diese gibt es dort seit 2017. Dort wurde sie seitdem 7-mal verwendet. So, hier geht es jetzt ganz klar um einen zivilrechtlichen Prozess, weil im Grunde genommen die Verdachtsmomente für ein Strafverfahren nicht ausreichen, weil man eine Straftat nicht konkret nachweisen kann, es aber dennoch Vermögen gibt, ja, wo derjenige, der es besitzt, nicht erklären kann, woher es kommt. Also als Beispiel, vor kurzem wurde hier im UK wieder ein solcher Order ausgestellt. Dabei ging es um die Ex-Frau eines verurteilten Finanzbetrügers. Diese Ex-Frau dieses Finanzbetrügers konnte nicht erklären, wie sie sich hat das Haus leisten können, in dem sie wohnt, also wie sie dieses bezahlt hat und wie sie dort die monatlichen Zahlungen macht. Sie konnte nicht erklären, woher das Geld kommt dafür. Man geht also davon aus, dass es von ihrem verbrecherischen Ex-Ehemann kommt, der im Knast sitzt, der ihr über irgendwelche dunklen Wege dieses Geld zukommen lässt. Also das Haus wird nun konfisziert. Anderes Beispiel, ebenfalls in London. Dort hatte die Familie der kasachischen, sage ich mal, Herrscherfamilie hier sich Immobilien in ganz erheblichem Wert gekauft, viele Millionen. Und man vermutet eben, dass hier veruntreute Gelder oder eben Geld aus Korruption entsprechend verwendet wurde, um diese Immobilien zu erwerben. Also hat man eine entsprechende Order aufgesetzt und die Familie konnte dann tatsächlich nicht erklären, wo diese Mittel herstammen. Also sie konnte keine legitimen Wege hier aufführen, wie man sich hat diese Immobilien leisten können. Also wurden sie ihnen dann tatsächlich auch weggenommen. Wie gesagt, das sind zivilrechtliche Verfahren. Hier gilt also nicht die Unschuldsvermutung. Hier gibt es auch kein Recht auf einen Strafverteidiger. Man kann sich natürlich einen Anwalt suchen und dagegen dann hier Einspruch erheben. Man kann im Grunde genommen nachweisen, woher man diese Mittel dazu hat. Aber wenn man eben den Nachweis nicht führen kann, dann wird es schwierig und dann hat der Staat das Recht, weltweit hier Vermögen einzuziehen, und das will auch der deutsche Staat sich sichern, dieses Recht. Und jetzt können Sie sicherlich einige Beispiele vorstellen, wo das vom Staat missbräuchlich verwendet wird. Nehmen wir mal an, du bist wegen Steuerhinterziehung angeklagt, aber der Staat kann letztlich keine Beweise für deine Steuerhinterziehung finden. Es gibt aber eine Hausdurchsuchung. Bei der Hausdurchsuchung findet die Polizei Goldmünzen. Das sind Goldmünzen, die du von deinen Eltern geerbt hast, die sie wiederum von ihren Großeltern erhalten haben. Dieser Vermögenstransfer wurde nicht hier auf einem Erbschein erklärt. Jetzt kannst du dir vorstellen, was der Staat machen wird. Dann wird der Staat einfach sagen, naja, wir können dich zwar hier nicht tatsächlich der Steuerhinterziehung überführen, aber dennoch hast du hier etliche Goldmünzen in ganz beträchtlichem Wert. Du kannst nicht wirklich erklären und beweisen, woher diese Goldmünzen kommen. Also nehme ich sie dir weg. Sowas wird in Zukunft dann möglich sein. Das Gleiche könnte dir auch blühen, wenn du ein zu erfolgreiches Unternehmen etablierst. Wenn du zu schnell wächst, dann könnte dir ja schnell nachgesagt werden seitens des Staates, der dich vielleicht wegen einer anderen Sache hier durchsucht und dich nicht greifen kann. Naja, das sind doch hier alles Fake-Transaktionen, das ist doch Geldwäsche oder sowas.
wie man es ja vielleicht kennt von so Friseurgeschäften, wo dann bar bezahlt wird, worüber dann Drogenkartelle ihr Geld waschen, dass du im Grunde genommen sagt, naja, die Zahlen, die du erhalten hast hier, das sind alles nicht echte Kunden, das sind alles nur Fake-Kunden, das sind keine echten Buchungen. Daher kann dir dein Vermögen dann weggenommen werden oder könnte dir besser gesagt, jetzt kann es ja noch nicht. Geschenke haben wir schon angesprochen, nicht nur den Erbschaftsfall. Nehmen wir mal an, du bekommst etwas geschenkt, ganz legitim von einem Verwandten, aber es ist jetzt nicht hundertprozentig klar, woher dieser Verwandte dieses Geschenk hat und man kann es auch nicht mehr nachweisen, weil er möglicherweise bereits verstorben ist. Also das heißt, die Schenkung ist hier ganz klar dokumentiert, aber woher dieses geschenkte Vermögen kommt, das ist nicht so klar dokumentiert. So, unter einer neuen Gesetzgebung wie die sie hier von der Koalition geplant wird, kann dir das dann weggenommen werden, denn du kannst ja möglicherweise nicht den Beweis führen. Also, du siehst schon, worauf ich hinaus will. Und du siehst auch schon, dass solche Instrumente dann eben immer gegen all jene genutzt werden können, die nicht compliant mit dem Staat sind, die möglicherweise dem Staat anderweitig negativ auffallen und wo man dann hier zum Beispiel so eine Vermögenseinziehung einfach noch macht als zusätzliche Gängelung, als zusätzliche Demütigung, um hier jemanden noch endgültig gefügig zu machen, beziehungsweise sich als Staat an ihm zu rächen. Hoffen wir nicht, dass es so kommt, aber das Schlimmste ist zu befürchten. Ich meine, in den USA geht es nochmal sogar einen Schritt weiter. Wenn du dort zum Beispiel eine Immobilie besitzt, sagen wir mal ein Hotel, und eigentlich mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun hast und in diesem Hotel werden regelmäßig Drogen gedealt zum Beispiel, dann kann der Staat dir dieses Hotel wegnehmen. Punkt. Und du hast keine Möglichkeit, groß was dagegen zu machen. Soweit geht es jetzt hier in dem Koalitionsvertrag noch nicht. Hier geht es, wie gesagt, jetzt nur um Vermögen, das du angehäuft hast, ohne genau erklären zu können, wie. Aber wer weiß, was man sich hier noch einfallen lässt. Jeden sollten diese Beschlüsse in dem Koalitionsvertrag nachdenklich stimmen. Selbst wenn hier die befürchteten Steuererhöhungen nicht erwähnt werden, was unserer Meinung nach nicht heißt, dass sie nicht kommen werden, gibt es da doch viele andere Punkte drin, gerade was den Überwachungsstaat und den Ausbau der staatlichen Macht anbelangt, die einem eigentlich hier unbehaglich werden lassen sollten. Und du solltest dir immer die Frage stellen, wenn du über das Thema Auswandern nachdenkst, wenn nicht jetzt, wann dann? Was muss erst noch passieren, damit du wirklich deine Koffer packst und gehst? Ich hatte dir ja vorhin gesagt, ich bin froh, dass ich vor 25 Jahren weggegangen bin und ich hoffe, dass meine Akte hier bei den Deutschen sehr dünn ist oder nicht existent ist, besser gesagt. Deine Akte wird heute schon sehr viel dicker sein, deine digitale Akte, denn es sind ja in den letzten 25 Jahren unendlich viele Maßnahmen hier beschlossen worden hinsichtlich Datensammlung etc. pp. Vielleicht war der beste Zeitpunkt zu gehen vor 25 Jahren, aber der zweitbeste ist heute. Also mach dir darüber Gedanken. Und wenn auch du dich konkret mit dem Thema Auswandern beschäftigst, dann freue ich mich, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu helfen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögen schützen vor dem Zugriff des Staates. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.